Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video und ja, heute geht es nicht nur um Recap der vergangenen Game Week. Es ist eine ziemlich schnelle Runde, war eine Midweek mit wenigen Turnieren, wenigen Teams, aber so ein kleiner Tipp, den ich euch heute sagen will, wer schon lange auf meinem Kanal ist, wird den schon im Groben schon kennen und der heißt weit im Voraus planen. Das zahlt sich aus, sowohl fürs Trading, sowohl auch fürs Spielen. Und was meine ich damit? Es gibt verschiedene Strategien, die ich euch zeige. Es ist gar nichts Aufwendiges. Im Prinzip habe ich mir bei Twitter auch, wer es will, der heißt Rodent Sorare. Der macht da immer wieder schöne so Grafiken, wo dann aufgezeichnet ist, wann welche Game Week spielen. Also dunkelgrün sind da, wo gespielt wird, hellblau ist da, wo pausiert wird. Und da kann man sich so ein bisschen orientieren. Speziell hier im Dezember wird es dann spannend zu Weihnachten, wenn dann zum Beispiel, ja, wir sehen hier die schottische Liga spielt, Serie A spielt durch, die englischen Ligen spielen durch. Und ja, das ist aber nur grob. Man muss ein bisschen noch detaillierter reingehen. Natürlich können auch Spiele verschoben werden. Speziell in Schottland und Holland hatte ich letzte Saison schon oft Spieleverschiebungen wegen zu harten, gefrorenen Boden zum Beispiel oder zu viel Schneefall. Entsprechend kann man dann halt auch ein bisschen Pech haben. Was noch gut funktioniert, ist eben dann detaillierter reinzugehen, weit hier auf fotmob.com in den Kalender. Wir sind hier im September, man kann hier sehr weit nach vorne gehen, teilweise Januar 2024, Februar 2024. Klicken wir mal so einen Mittwoch an, da sehen wir zum Beispiel, da ist eine schottische Liga. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da schon Champions League und Europacup startet oder ein paar Wochen später. Natürlich, diese Sachen sind noch nicht drinnen, wenn da zum Beispiel noch irgendwelche Auslosungen anstehen, eben für den Europacup, für die K.O.-Spiele. Oder wenn ihr zum Beispiel im Sommer planen wollt, könnt ihr natürlich nicht wissen, wann welche Mannschaften in der Champions League spielen oder im Europacup. Aber man kann da so ein bisschen grob abschätzen bei einigen Sachen. Das ist so ein Beispiel, 7. Februar seht ihr eine Midweek in Schottland zum Beispiel. Dann ist die Midweek meistens Dienstag und Donnerstag. Guckt man so ein bisschen drüber. Dienstag ist nichts und Donnerstag wäre zum Beispiel... Ja, scheint anscheinend nichts zu laden. Freitag funktioniert normal, Donnerstag will er nicht. Vielleicht ist da irgendwo ein Programmierfehler. Aber so in die Richtung kann man detaillierter gehen und kurzfristig kann man planen. Ich mache das immer auf Sorare Base Football. Gehe auf meinen Account, gehe eben auf SO5 Simulator und ziemlich weit im Voraus werden da schon die Daten eingeben. Ja, hier wurde wieder aktualisiert, teilweise schon bis zur 420. Game Week. Und dann gucken wir einfach rein. 413. Game Week sieht nach einem Wochenende aus. Nächsten Wochenende, dann nehmen wir 414 zum Beispiel, dann sieht man, ja, das ist eine Midweek, da sind nur die Champions League Torhüter zum Beispiel von Champion Europe. Und dann kann man zum Beispiel reingucken, unter 23 gibt es zum Beispiel nur 2 Torhüter zur Auswahl, Verteidiger, Mittelfeldspieler. Dann gehe ich hier zum Beispiel auf My Cards und dann sehe ich grob, oh, Mittelfeldspieler habe ich nur eine Karte, Verteidiger 2 Karten und Torhüter gar keinen, Stürmer auch gar keinen. Und dann fange ich an zu planen. Wen gibt es? Guck dann auf fotmob.com, welche Spiele sind denn das am 10.10. Dann gehe ich hin zum 10.10., klick drauf, was ist hier los? 10.10. ist hier mal nichts. 11.10. sieht nach Länderspielen aus. 12.10. genau, das sind wieder so eine Midweek, wie wir sie jetzt gerade eben hatten. Ja, hätte ich eigentlich auch drauf kommen können direkt. Ist ja im Oktober und im November jeweils ein Länderspielfenster. Und diese Game Week war auch ein Donnerstag mit sehr wenigen Länderspielen, ein bisschen was von Südamerika und ein bisschen was von Europa. So gehe ich im Prinzip vor und plane weit im Voraus. Das ist zum Beispiel der nächste Step, den ich machen werde. Gucken, was ich für diese Game Week an Karten mir organisieren kann. Polen gegen Färöer ist interessant, habe ich Zielinski und Lewandowski, kann man sicherlich wieder günstig nachkaufen. Und ich zeige euch, welche Gewinne ich so im Groben hatte. Und das sind alles Spieler fast, die eben für diese Game Week waren. Eben auch hier Polen gegen die Färöerinseln. Arkadiusz Milik zum Beispiel, den hatte ich, glaube ich, war nicht für 10 Euro oder was gekauft. Ja, für 2 Euro und dann habe ich so ein paar Karten hier reingeschmissen und der wird wahrscheinlich um den Dreh irgendwie 8, 9 Euro gekostet haben zum Beispiel. Oder ein Andreas Christensen, den habe ich glaube ich um 14, 15 Euro gekauft und dann um 28 verkauft. Hier ein Litauer, ich kaufe meistens 2, 3 Karten, je nachdem wie es ausgeht. Ein Pavlenka, den hätte ich ein bisschen teurer verkaufen können, aber den habe ich im Sommer gekauft, irgendwie für 15 Euro. Ich wollte ihn eigentlich safe loswerden. Natürlich gab es noch ein paar Deals, die ich dann so angenommen habe, ein bisschen beim Handeln, zum Beispiel hier Piotr Zielinski. Auch den
quasi fast schon verdreifacht. Dann haben wir hier noch Jonas Wind. Gut, da spielt er mir so ein bisschen in die Karten, dass der auch bei Wolfsburg sehr, sehr stark performt hat. Den habe ich auch ziemlich weit, einen Monat im Voraus, also so extrem weit im Voraus, was jetzt auch nicht, für einen Mats Hummels getauscht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat er sogar einen Zehner gekostet um den Dreh. Und somit ist es fast schon ein Verdreifacher gewesen. Und danach werde ich halt gucken, je nachdem wie er performt. Momentan ist halt natürlich die Scores relativ hoch, aber vielleicht hat er so ein bisschen ein Formtief bei Wolfsburg, 2, 3 Spiele ohne Tore. Dann kann er schon mal wieder auf 15 Euro fallen, sofern er eben an einem dieser Spieltage spielt. Hier sehe ich jetzt gerade auf den ersten Blick Dänemark nicht. Deswegen ist Dänemark dann für mich uninteressant. Aber zum Beispiel auf Armenien kann man gehen. Vielleicht auf Mkhitaryan zum Beispiel. Spanien ist relativ stark. Vielleicht bei Norwegen reingucken. Torhüter sind sehr, sehr gefragt. Da kann man gute Gewinne machen. Aber auch vorsichtig sein. Die Leute sind nicht mehr so blind und kaufen einem da wirklich alles aus der Hand. Da kann man auch auf einigen Karten sitzen bleiben. Zum Beispiel auf Radetzky bin ich so ein bisschen sitzen geblieben. Den biete ich hier jetzt nochmal an, weil quasi ein Line-Up gerade gecancelt worden ist, weil da momentan nichts geht. Aber zum Beispiel Jan Oblak, den bin ich nicht mehr losgeworden. Die Preise, ja, sind nicht richtig über die 90 Euro gegangen. Ich wollte irgendwie um die 100 Euro für die Karte haben. 95 Euro wäre so meine Schmerzgrenze. Sorare hat halt auch ein bisschen dazwischen gepfuscht, das habe ich so ein bisschen unterschätzt. Die haben jetzt auch sehr, sehr viele Auktionen reingeballert, also wenn man da auf Oblak geht, muss man ein bisschen aufpassen. Dann sieht man, es gab schon 3 Auktionen, die zu Ende gingen. Jetzt haben sie auch wieder 2 weitere Auktionen reingeschmissen, die halt natürlich den Preis drücken, weil dann sagen sich die anderen, ja, ich probiere mal hier, wenn was geht, kriege ich die wahrscheinlich um einen Ticken günstiger. Gerade bei solchen Preisen kann man die Karte schon mal um 80 Euro, also 10% günstiger schießen. Da muss man so ein bisschen ein Gespür und ein Händchen dafür entwickeln, wie hoch man geht und wann man verkauft und ob man mit ein bisschen Gewinn zufrieden ist oder nicht. Denn die Preise können ziemlich schnell, wenn die List of Play Rule ausfällt, das heißt, wenn zum Beispiel jetzt Jan Oblak danach kein Spiel mehr hat, eine spielfreie Woche, also Game Week, danach fällt natürlich der Preis. Und ich nutze diese Strategie nur bei Limited, weil bei Rare kann man ganz, ganz tief auf die Nase fallen, wenn man wirklich viel, viel Pech hat. Aber natürlich auch hohe Gewinne machen. Aber für mich ist es ein bisschen zu risky, dadurch, dass ich mein Risiko gerne streue und mehrere Karten kaufe. Weil wenn ich auf irgendeiner Karte sitzen bleibe, zum Beispiel sagen wir mal David Alaba und Sabitzer kriege ich nicht für die Preise verkauft, dann kann ich die auch weiterspielen. Dementsprechend auch nächster Tipp, kauft euch nicht zu alte Spieler, irgendwie 33, 34, 35. Irgendwann vergeht die Zeit, ihr kriegt die nicht los oder der verletzt sich und oder wird zum Beispiel nicht zur Europameisterschaft nominiert und, was da noch für Faktoren sind. Ja, so viel zu dem Thema. Wenn da noch irgendwelche Fragen offen sind, gerne in die Kommentare schreiben. Und natürlich gab es viele Trainingsturniere, es ging einiges nicht so ganz auf, wie ich es gerne hätte. Viele did not plays, dadurch, dass einige Spieler dann doch verletzt abgereist sind oder doch nicht nominiert waren, erweiterten Kader etc. Dementsprechend war da eigentlich nichts zu holen für die $5. Viel zum XP-Farmen war drin. Einige Aufstellungen sind ein bisschen falsch gewesen, aber in Summe war es okay. Wie zum Beispiel hier in All-Star Limited. Eigentlich eine relativ gute Aufstellung. Lewandowski mit einem Doppelpack in die Färöerinseln. Danach hatten wir Frankie de Jong, der ein bisschen ausgelassen hat. Den hatte ich, glaube ich, nee, Lewandowski als Kapitän. Orban hat ein Tor gemacht, damit hätte man jetzt nicht rechnen können. Camilo Vargas mit einem Clean Sheet zu Hause gegen Venezuela hätte man rechnen können, aber Attila Szalai, jetzt stelle ich den in der Bundesliga nicht mehr auf. Nach dem ersten Spieltag habe ich gesehen, der ist ja komplett von der Rolle, der ist ja komplett überfordert und bei Ungarn direkt mit einem Eigentor gestartet. Also mit dem habe ich echt nicht viel Freude momentan. Also für mich momentan echt Flop des Monats, kann man fast schon sagen, wenn ich das Monat gerade erst angefangen hätte. Punktetechnisch habe ich den Wert übertroffen von der letzten Game. Da waren 309 Punkte. Wie gesagt, die besten 4 Werte für die Gesamtwertung zählen. Mal gucken, ob es mir irgendwie weiterhilft. Für einen Reward hat es halt nicht gereicht. Hier ebenfalls ein Threshold verpasst. 37 Punkte haben mir am Ende gefehlt. Jere Uronen hat nicht gespielt. Habe da ewig lang herumgeguckt. Da hat eigentlich fast jedes Spiel von Anfang an auf der Linksverteidigerposition gespielt. Und die haben den nicht mal eingewechselt, obwohl es 1-0 stand. Da kann man schon mal einen Verteidiger einwechseln. Puki hat auch gegen Kasachstan nichts gerissen. Ist ein bisschen enttäuschend gewesen. Frankie de Jong hat Punkte gefehlt. Einzig Kalese mit einem Clean Sheet gegen Paraguay.
tut immer weh, 5 Dollar nimmt man immer gerne mit. Hier eigentlich nur zum XP-Farmen. Jovetic hätte hier getroffen beim Cap 220 Team. Alle anderen haben lustigerweise nicht gespielt, wobei ich schon geahnt hatte, bei Linetti oder Cordova. Stankovic hätte ich schon irgendwie erhofft, dass er wenigstens eingewechselt wird. Und hier kommen wir zu den ersten Rewards. Cap 270. Auch hier, Christensen wurde gegen San Marino geschont. Ja, war so ein bisschen risky, ihn aufzustellen, dadurch, dass er angeblich so ein bisschen angeschlagen war. Und ja, San Marino bietet sich an zum Schonen. Zielinski mit 64 Punkten, Eriksen mit einer 100. Den hätte ich vielleicht als Kapitän auswählen können, dann wäre es eine Tier 3 Karte geworden. Sei es drum mit 4 Karten, eine Tier 4 Karte. Ist okay. Bitte halt, dass ich hier keinen hatte, der gespielt hat. Danach U23 ohne Torhüter. Ich habe so ein bisschen gerechnet, 36 Punkte auf eine Tier 2 Karte. Dadurch, dass es einen einzigen Torhüter gab. Und das war dieser Gavin Bazunu von Irland. Der hatte dann nur 2 Gegentore gekriegt von Frankreich. Dementsprechend hat er, glaube ich, irgendwas mit 30 Punkte gekriegt. Und ja, der Großteil hatte den noch drinnen. Meine irgendwie grob um den Dreh 20 Manager, die vor mir waren, hätte ich überholt, wenn der jetzt irgendwie 0 Punkte gemacht hätte. In Summe bin ich trotzdem zufrieden. Tier 3 Karte, das ist meistens nichts Schlechtes bei U23. Cap 220 ist immer so ein, ja, von den Rewards her so ein komischer Bewerb. Ich glaube, nur der erste Platz kriegt eine Tier 1 Karte und danach, glaube ich, von Platz 2 bis Platz 5 oder 6 gibt es eine Tier 2 Karte. Da hat mir meine 7 Punkte gefehlt. Ja, wenn nicht wäre, wäre ich schon längst Millionär. So irgendwie in die Richtung geht es. 6 Punkte hätten hier gefehlt, 6,9 steht hier zumindest. Ja, wenn Jonas Wind zum Beispiel länger gespielt hätte, vielleicht noch ein Assist oder Tor, Gueso, Milik zum Beispiel gegen Färöerinseln, kein Tor, kein Assist. 60, 70 Minuten hat er gespielt. Ja, ist halt so. In Summe bin ich absolut zufrieden. Tier 3 Karte kann man auf jeden Fall nehmen. Zweimal eine Tier 3 Karte, einmal eine Tier 4 Karte für eine Midweek. Und das ist halt der positive Effekt, wenn man richtig vorbereitet ist. Gute Chancen auf viele Rewards. Natürlich hätte ich auch alle Karten verkaufen können, hätte ich noch mehr Gewinn gemacht. Kann man auch drüber streiten, aber natürlich ein bisschen spielen will man halt auch und man hofft halt auf vielleicht irgendwelche größeren Gewinne. Knapp war es ja in Summe. Ein bisschen mehr geht immer, zum Beispiel U23. Dann kann man schon sehr hochwertige Rewards gewinnen, wenn es dann ein paar Pünktchen mehr gegeben hätte. Oder auch Cap 220 mit Platz 8, das ist auch sicherlich nicht schlecht. Gucken wir rein, die Münzen habe ich schon mal geöffnet. Dann machen wir mal die Karten auf. Zuerst mal mit der Tier 4 Karte, ein Amerikaner, das ist mal nicht verkehrt, Mittelfeldspieler, New England Revolution, DeJuan Jones, kann man nehmen, mal gucken, die werden wahrscheinlich in die Playoffs kommen, dann kann man die Karte, glaube ich, gut verkaufen. Dann gucken wir Cap 220, die Tier 3 Karte, die wird wahrscheinlich tendenziell ein bisschen schlechter sein, Belgien defensiv, obwohl ich war immerhin Platz 8 bis 9. Mette Smets, 19 Jahre, das ist mal nicht verkehrt und eine neue Kartenserie. Und dann hier U23 Spieler. Hier bin ich auf jeden Fall gespannt, was geben wird. Ein Holländer, defensiv und Brighton Albion, Jan Paul van Hecke ist sicherlich nicht verkehrt. Gucken wir rein, DeJuan Jones, preislich, was kostet der jetzt um den Dreh? Auch gar nicht so schlecht, 2, 3, 4 Euro ist ganz okay für eine Tier 4 Karte. Scores technisch ist er mir wichtiger. Ja, hat lange Zeit viel gespielt. Jetzt, ja, natürlich die ganze Rotation, die es in der MLS gab. Da wurde viel durchgemixt. Hier im letzten Spiel nur 4 Minuten gespielt. Mal gucken, wie sich es entwickelt. Ihr seht hier, war ja dieser Legios Cup, wurde viel rotiert. Kann man mal mitnehmen, mal gucken. Dann Mattes Metz, auf den bin ich gespannt. Preislich liegt der irgendwo bei 10, 15 Euro um den Dreh. 19 Jahre alt, sein Druidenspiel halt gegen den Abstieg, aber Scores sind nicht so verkehrt. Nur mal gucken, mit 19 Jahren, hier gleich das Thema U23. Ich habe so ein bisschen meine Gedanken geändert. Ich hatte einen Talk mit Snappy Tiger, könnt ihr gerne am Montag reingucken. Geht am Montag um 15 Uhr live. Der fährt absolut radikal die U23-Strategie. Und da könnt ihr so ein bisschen reinlauschen, warum, weswegen das so ist. Dementsprechend gucke ich mir den Mattes Metz auf jeden Fall genauer an, ob ich den jetzt unbedingt für 10 Euro verschleudern muss. Sage ich mal erstmal, gucken wir mal. Dann Jan Paul van Hecke, Brighton Albion spielt Europacup, das ist mal nicht so unwichtig. Und preislich ist der sogar günstiger wie Mattes Metz. Da muss ich mal gucken, ob da vielleicht neue Kartenserien sind. Dann sollte man eigentlich immer verkaufen, weil die am Anfang relativ oft im Hype sind. Und bei Van Hecke gucken wir mal scores technisch, was hat denn der da drin?
Ja, zweimal hat er jetzt nicht gespielt. Im letzten Spiel 90 Minuten. Mal gucken, warum er hier zweimal nicht gespielt hat. Davor die Scores waren U21 Turnier. Okay, gut. Und davor waren nur Einwechslungen drin. Ja, mal gucken, junger Spieler, wie der sich entwickelt. 23 Jahre alt, Premier League. Der kann immer wieder nach Holland zurückwechseln und dann ist er schon wieder ein Premium-Spieler. Kann man auf jeden Fall auch halten. Für Premier League habe ich eh wenig Karten. Schadet auf jeden Fall nie. Welche Position hat er überhaupt? Eine Verteidigerkarte. Ich bilde mir einen Verteidiger, habe ich eh allgemein so ein bisschen wenig. Ja, in Summe war die Game Week okay. 15 Euro die Karte, 10 Euro um den Dreh die eine und die hier auch irgendwie um 2, 3 Euro sind um die 30 Euro circa. Natürlich so ein Threshold hätte auch nicht geschadet. Aber in Summe ist es okay. Einige Gewinne mitgenommen durchs Traden. Somit war das eine sehr, sehr, sehr angenehme Game Week. Gerne in die Kommentare schreiben, wie lief es bei euch die letzten Wochen. Speziell in dieser Game Week habt ihr da irgendwas gewinnen können. Selbst wenn es in dem Akademie-Mode irgendwie $5 gab, ist es schon meiner Meinung nach relativ viel wert. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen und dann bis zum nächsten Mal.